Heute geht es um die Heumiles High Battery 4020X. Ich habe das Gerät jetzt nicht nur kurz ausprobiert, sondern über einen längeren Zeitraum im echten Alltag betrieben. Inzwischen läuft die 4020X bei mir seit ungefähr 2 Wochen stabil ohne Probleme. Und genau deshalb gibt es erst jetzt dieses Video. Denn nach den ersten Tests und den ersten Firmware-Versionen hatte sich einiges getan. Ich zeige euch heute, wie sich die High Battery 4020X im Alltag verhält, was sich durch das Firmware-Update geändert hat, wie sie mit dem Eco-Tracker zusammenarbeitet, wie sie im Modus Eigenverbrauch regelt, was die Off-Grid-Steckdose wirklich kann und warum das Gerät bei mir inzwischen eine klare Kaufempfehlung bekommt. Wichtig, wie immer, das Gerät wurde mir für den Test zur Verfügung gestellt. Das Video ist als Werbung gekennzeichnet. Ich zeige euch aber meine echten Erfahrungen, inklusive der Punkte, die Käufer unbedingt wissen sollten. Und noch ein wichtiger Hinweis. Bei Balkonkraftwerken, Speichern und Einspeisung gelten Regeln. Achtet auf Anmeldung, Netzbetreiber, zulässige Leistung, Anschlussart, Steckvorrichtung und die Vorgabe bei euch vor Ort. Ich zeige euch hier meine Testerfahrung und keine Anleitung für eine Elektroinstallation. Bevor wir in den Praxisteil gehen, einmal kurz die wichtigsten technischen Daten. Die Heumiles High Battery 4020X hat eine integrierte Batterie von rund 4 Kilowattstunden Kapazität. Ganz genau sind es 4,02 Kilowattstunden, daher auch der Name. Der Speicher kann auf bis zu 16 Kilowattstunden erweitert werden. Außerdem gibt es einen integrierten 2500 Watt Wechselrichter. Die 4020X besitzt 4 MPPT-Eingänge und unterstützt bis zu 2 kW PV-Leistung für den direkten Anschluss von Solarmodulen. Die Schutzart ist IP66, das Gerät ist also gegen Staub und starkes Strahlwasser geschützt. Heumiles bewirbt außerdem die Zusammenarbeit mit Smartmetern und Zählern wie dem Eco-Tracker, Shelly und Linky, damit das System auf Verbrauch und Einspeisung reagieren kann. Der Betriebsmodus im Test war Eigenverbrauch. Als Smartmeter habe ich verwendet den Eco-Tracker und im Test habe ich verwendet 4 PV-Module mit je 500 Watt. Zusätzlich war an der Off-Grid-Steckdose ein 800 Watt Balkonkraftwerk angeschlossen. Das klingt auf dem Papier schon ziemlich flexibel. Entscheidend ist aber natürlich, wie sich das Ganze im Alltag verhält. Die Verarbeitungsqualität der 4020X ist aus meiner Sicht sehr gut. Das Gehäuse wirkt stabil, die Anschlüsse sind sauber verarbeitet und insgesamt macht das Gerät einen hochwertigen Eindruck. Ich habe an der Verarbeitung nichts gefunden, was ich beanstanden müsste. Gerade bei einem Speicher finde ich das wichtig. Das ist kein Gerät, das man einmal kurz nutzt und dann wieder wegräumt. So ein Speicher soll dauerhaft laufen, zuverlässig arbeiten und möglichst wenig Aufmerksamkeit brauchen. Und vom ersten Eindruck her passt das bei der 4020X. Ein sehr wichtiger Punkt ist die Firmware. Hier blende ich euch zuerst den Screenshot der Firmware ein, die bei Auslieferung auf meinem Gerät installiert war. Später kam dann ein Firmware-Update. Hier seht ihr den aktuellen Stand. Und genau dieser Punkt ist wichtig. Die Verbindung zum Eco-Tracker funktionierte bei mir erst nach dem Firmware-Update zuverlässig. Das sollten Käufer wissen. Wenn ihr also eine High Battery 4020X habt und die Verbindung zum Eco-Tracker macht Probleme, dann muss nicht direkt etwas falsch angeschlossen sein und es muss auch nicht direkt ein Defekt vorliegen. Bei mir war die Lösung Firmware aktualisieren. Nach dem Update lief die Verbindung zum Eco-Tracker stabil und seitdem arbeitet die 4020X im Modus Eigenverbrauch zuverlässig. Ich habe die 4020X hauptsächlich im Modus Eigenverbrauch betrieben. Das ist für mich der wichtigste Modus im Alltag. Die 4020X schaut über den Eco-Tracker, was im Haus gerade passiert. Wenn das Haus Strom braucht, speist sie passend ein. Wenn weniger Strom gebraucht wird, regelt sie runter. Und wenn Überschuss vorhanden ist, kann sie diesen aufnehmen. Das Schöne daran ist, ich musste dafür im Alltag eigentlich nichts einstellen. Einmal im Modus Eigenverbrauch betrieben, regelt die 4020X selbstständig nach den Daten des Eco-Trackers. Wenn der Akku voll ist, wird auch die Solarleistung entsprechend heruntergeregelt. Das sieht auf den ersten Blick vielleicht so aus, als würden die Module weniger liefern, aber wenn der Akku voll ist und der Strom gerade nicht gebraucht wird, ist diese Abregelung genau das erwartete Verhalten.
Für mich ist das ein sehr wichtiger Punkt, weil ein Speicher im Alltag nicht ständig Aufmerksamkeit brauchen sollte. Er soll einfach im Hintergrund arbeiten. Und genau das macht die 4020X bei mir inzwischen. In meinem Test waren 4 Solarpanels mit jeweils 500 Watt direkt an der 4020X angeschlossen, also insgesamt 2000 Watt Modulleistung. Bei kühleren Außentemperaturen hat die 4020X damit auch ungefähr 2000 Watt geladen. Das passt sehr gut zu meinem Aufbau. Bei hohen Außentemperaturen lag die Ladeleistung teilweise eher bei ungefähr 1600 Watt. Das ist aber wichtig, richtig einzuordnen. Das ist kein Problem der 4020X. Wenn die Module sehr heiß werden, sinkt die mögliche Leistung. Das ist ein normales Verhalten von PV-Modulen. Wer also im Sommer bei starker Sonne weniger Leistung sieht als die theoretische Maximalleistung der Module, sollte nicht sofort den Speicher verdächtigen. In vielen Fällen liegt es schlicht an der Temperatur der Solarpanels. Ich habe auch einen Kapazitätstest gemacht. Dabei habe ich mit 1000 Watt geladen. Das Messgerät zeigte am Ende 4,164 Kilowattstunden. Das Ergebnis ist für mich plausibel und liegt im erwartbaren Bereich. Man muss bei so einem Test immer beachten, wo gemessen wird, mit welcher Ladeleistung geladen wird und welchen Start- und Zielsock man hat. Außerdem gibt es immer Umwandlungsverluste. Deshalb entspricht der gemessene Wert am Netz oder Messgerät nicht immer 1:1 der nutzbaren Energie im Akku. Wichtig ist für mich, der Test verlief unauffällig. Die 4020X hat sauber geladen und das Ergebnis passt zu einem Speicher dieser Größenordnung. Jetzt kommen wir zu einem der spannendsten Punkte aus meinem Test, der Off-Grid-Steckdose. Die Off-Grid-Steckdose kann nicht nur Strom abgeben, sie kann auch Strom aufnehmen. Ich habe dort ein 800 Watt Balkonkraftwerk angeschlossen, das hat fehlerfrei funktioniert. Das funktionierte sogar dann, wenn an den MPPT-Eingängen der 4020X keine Solarmodule angeschlossen waren und auch die Verbindung zum Stromnetz getrennt war. Das bedeutet, das Balkonkraftwerk an der Off-Grid-Steckdose konnte Energie in das System bringen. Für mich ist das ein sehr spannender Punkt, weil die 4020X dadurch deutlich flexibler wird. Man kann nicht nur klassische Solarmodule direkt an die MPPTs anschließen, sondern in meinem Test konnte auch ein Balkonkraftwerk an der Off-Grid-Steckdose den Akku laden. Natürlich gilt auch hier, bitte immer prüfen, was erlaubt ist, wie das Ganze angeschlossen werden darf und welche Regeln für euren Aufbau gelten. Ich beschreibe hier meinen technischen Test und keine pauschale Anschlussfreigabe. Auch die Verbindung zum Stromnetz ist bei der 4020X bidirektional. Das bedeutet, die 4020X kann nicht nur Strom ins Hausnetz abgeben, sondern auch Energie über die AC-Seite aufnehmen. Ich habe das getestet, indem eine andere Quelle Strom erzeugt hat, zum Beispiel mein zweites Balkonkraftwerk. Wenn dadurch mehr Strom erzeugt wurde, als das Haus gerade verbraucht hat, hat der Eco-Tracker erkannt, dass eigentlich Überschuss ins öffentliche Netz eingespeist werden würde. Und genau diesen Überschuss hat die 4020X aufgenommen. Das war für mich einer der wichtigsten Praxistests. Denn dafür musste ich an der 4020X nichts Besonderes einstellen. Sie lief einfach im Modus Eigenverbrauch. Der Rest passierte automatisch. Damit kann die 4020X in der Praxis auch als AC-Speicher arbeiten. Das macht sie sehr flexibel. Gerade wenn man bereits ein weiteres Balkonkraftwerk oder eine andere Einspeisequelle im Haus hat. Off-Grid-Steckdose als Notstromausgang. Die Off-Grid-Steckdose kann natürlich auch Verbraucher versorgen. Hier gibt es aber eine wichtige Einschränkung. Ich habe einen PC an der Off-Grid-Steckdose getestet. Wenn dann die Verbindung zum Stromnetz ausfällt, wird der PC kurz vom Strom getrennt. Die Umschaltzeit der 4020X auf Akkubetrieb ist dafür zu lang. Das bedeutet, als echte USV für empfindliche Geräte wie einen PC ist die 4020X nur eingeschränkt geeignet. Der PC wird bei Stromausfall neu starten. Für Verbraucher, bei denen eine kurze Unterbrechung egal ist das kein großes Problem. Aber wer wirklich unterbrechungsfreie Versorgung braucht, sollte eine richtige USV verwenden. Aus meiner Sicht wäre es besser, wenn die an der Off-Grid-Steckdose angeschlossenen Geräte immer dauerhaft vom Akku bzw. vom internen Wechselrichter versorgt würden. Dann gäbe es bei Stromausfall keine Umschaltpause. Das ist kein riesiger Kritikpunkt, aber Käufer sollten es wissen.
Ein Punkt, den man ebenfalls erwähnen sollte, ist der Wirkungsgrad bei niedriger Last. Bei niedriger Leistung wird der Wirkungsgrad schlechter. Das ist bei Speicher- und Wechselrichtern grundsätzlich normal. Die Elektronik hat einen gewissen Eigenverbrauch und feste Grundverluste. Wenn nur wenig Leistung abgegeben wird, fallen diese festen Verluste prozentual stärker ins Gewicht. Bei höherer Leistung verteilen sich diese Verluste auf mehr Energie. Man sollte das also wissen, aber aus meiner Sicht nicht überdramatisieren. Im normalen Alltagseinsatz ist für mich wichtig, dass die 4020X zuverlässig regelt und stabil läuft. Und genau das tut sie bei mir. Positiv aufgefallen ist mir auch der Support. Heumiles ist nicht nur über klassische Supportwege erreichbar. Mitarbeiter sind auch in deutschen Foren unterwegs und helfen Nutzern direkt weiter. Das finde ich sehr gut, weil gerade bei neuen Produkten viele Fragen erst im echten Alltag auftauchen. Man merkt auch, dass die Firmware noch aktiv weiterentwickelt wird. In meinem Test funktionierte die aktuelle Firmware bereits fehlerfrei, aber es wird weiter an Verbesserungen gearbeitet. In meinem Fall war das Firmware-Update besonders wichtig, weil dadurch die Eco-Tracker-Verbindung zuverlässig funktioniert hat. Der wichtigste Punkt ist für mich die Zuverlässigkeit. Die 4020X läuft bei mir jetzt seit ungefähr 2 Wochen stabil im Alltag. Sie arbeitet im Modus Eigenverbrauch, regelt sauber nach dem Eco-Tracker, nimmt Solarleistung auf, speist bei Bedarf ein, regelt bei vollem Akku herunter und kann auch AC-Überschüsse aus einer anderen Quelle aufnehmen. Ich musste im normalen Betrieb eigentlich nicht eingreifen. Und genau das ist für mich bei einem Solarspeicher entscheidend. Ein Speicher soll nicht jeden Tag Aufmerksamkeit brauchen. Er soll im Hintergrund arbeiten. Nach dem Firmware-Update macht die 4020X das bei mir sehr zuverlässig. Ganz ohne Kritik und Hinweise geht es aber nicht. Der erste Punkt, die Eco-Tracker-Verbindung, funktionierte bei mir erst nach einem Firmware-Update zuverlässig. Wer also Probleme mit dem Eco-Tracker hat, sollte unbedingt die Firmware prüfen. Der zweite Punkt, die Off-Grid-Steckdose ist nicht als perfekte USV für PCs geeignet. Bei einem Stromausfall kann es eine kurze Unterbrechung geben. Der dritte Punkt, bei niedriger Last ist der Wirkungsgrad schlechter. Das ist technisch normal, sollte aber erwähnt werden. Der vierte Punkt, wenn bei hohen Temperaturen weniger PV-Leistung ankommt, liegt das an den heißen Solarmodulen und nicht an der 4020X. Für mich sind das keine Punkte, die das Gerät schlechter machen. Es sind eher Dinge, die man vor dem Kauf wissen sollte. Kommen wir zum Fazit. Mein Fazit zur Heumiles High Battery 4020X fällt klar positiv aus. Nach dem Firmware-Update läuft das Gerät bei mir seit ungefähr 2 Wochen sehr zuverlässig. Die Verarbeitung ist sehr gut, die Verbindung zum Eco-Tracker funktioniert mit der aktuellen Firmware stabil. Der Modus Eigenverbrauch regelt sauber. Die Solarleistung wird passend verarbeitet und bei vollem Akku automatisch reduziert. Man könnte den Überschuss aber auch ins öffentliche Netz einspeisen. Dies war jedoch nicht mein Ziel. Besonders stark finde ich die Flexibilität. Ich konnte 4 500 Watt Module direkt an der 4020X betreiben. Zusätzlich funktionierte ein 800 Watt Balkonkraftwerk an der Off-Grid-Steckdose. Und die 4020X konnte auch AC-Überschüsse aus einer anderen Quelle aufnehmen. Damit ist sie für mich nicht nur einfach ein Solarspeicher, sondern ein sehr flexibler Energiespeicher. Die Off-Grid-Steckdose ist für Notstrom interessant, aber nicht als perfekte PC-USV geeignet. Das sollte man wissen. Insgesamt kann ich die Heumiles High Battery 4020X nach meinem Test aber klar empfehlen. Für mich ist das Gerät inzwischen genau das, was ich von einem guten Speicher erwarte. Einrichten, laufen lassen und im Alltag möglichst wenig damit beschäftigen. Und genau das liefert die 4020X bei mir nach dem Firmware-Update. Falls ihr nun noch Fragen habt, schreibt diese gern in die Kommentare, ich versuche zu helfen. Den Produktlink findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Lasst mir gern ein Like und ein Abo da. Tschüss, bis zum nächsten Mal.